Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück. Für diesen Pullover benötigt ihr euren Brustumfang. Hier gehe ich wie immer für Größe M aus, das sind in etwa 100 cm. Wenn ihr allerdings sagt, ihr möchtet diesen Pullover länger haben, dass er über den Bobbes geht, dann natürlich müsst ihr hier unten messen, insofern es dort viel breiter ist. Wenn ihr dann eure Maße habt, teilt ihr diese durch 2. Das wären dann bei mir 50. Und danach braucht ihr nochmal plus 10 cm. Also wären es dann bei mir 60. Erst den Umfang messen, dann durch 2 teilen und dann 10 cm draufrechnen. Warum brauchen wir 10 cm mehr aufs Vorder- und aufs Rückteil? Das Muster zieht sich zum einen sehr stark zusammen und zum anderen wollt ihr ja auch, dass der Pullover etwas lockerer sitzt und nicht eng wie ein Spaghetti-Top oder so. Jo, und wenn ihr das habt, dann können wir an die Nadeln gehen und loslegen. Für diesen Pullover werde ich mit einer 4er Nadel und dieser Farbkombination häkeln. Alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unter dem Video in der Infobox. So, den Fußschlingenanschlag beginnen wir, indem wir 2 Luftmaschen häkeln, in die erste Schlaufe zurückgehen, dann nehme ich immer vorzugsweise die untere einzelne, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleiche Höhe, erst durch eine Schlaufe, um den Boden der Masche zu häkeln und dann durch 2, um die Masche selbst zu häkeln. Jetzt haben sich hier unten 2 Schlaufen, also eine komplette Masche gebildet. Die nehmen wir, holen den Faden wieder durch, ziehen beide Laschen auf gleiche Höhe, erst durch eine Schlaufe für den Boden der Masche und dann den Faden durch 2 für die feste Masche. Die nächste gebildete Masche wieder komplett einstechen. So, Faden holen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen, durch eine und durch 2. So, und so häkelt ihr jetzt so weit, bis ihr auf eure Maße gekommen seid. Also ich brauche jetzt 60 cm Breite. Der Vorteil des Fußschlingenanschlags ist, dass er relativ genau ist. Im Vergleich zu einer Luftmaschenkette, die sich wahrscheinlich noch zusammenzieht, je nach Wolle, oder wahrscheinlich auch noch auslatschen wird. Also da müsst ihr mit einiges an Verschnitt rechnen. Zurück nach 91 Maschen habe ich meine 60 cm Breite erreicht und wir können mit dem Muster loslegen. Das Muster ist sehr simpel gehalten. Wir machen 3 Wendeluftmaschen. Und gehen nicht in diese erste Masche, die direkt am Fuße ist, denn die gehört zu unseren Steigeluftmaschen, sondern nehmen diese und diese. Hier lassen wir dann die erste aus, stechen in die zweite ein, holen den Faden und häkeln ein Stäbchen. Nun machen wir einen Umschlag, gehen von vorne nach hinten durch die Masche, holen den Faden und häkeln ein Stäbchen. So haben wir 2 verkreuzte Stäbchen. Ein Umschlag, nächste Masche wieder freilassen, erst in die zweite ein Stäbchen häkeln, Umschlag, von vorne nach hinten durch die Masche hindurch und ein Stäbchen häkeln. Umschlag, eine Masche freilassen, in die zweite ein Stäbchen, Umschlag, von vorne, hinten durch die Masche und ein Stäbchen. So, und ich habe 91 Maschen, dann 90 teilbar durch 2 ist und eine Masche mehr, um am Ende, so wie wir hier die Steigeluftmaschen gemacht haben, ein Stäbchen häkeln können. Und so geht es jetzt immer die ganze Reihe lang.
2 verkreuzte Stäbchen, immer die erste freilassen, erst in die zweite das Stäbchen, danach in die erste zurück und das Muster häkeln. Und wenn ich am Ende angekommen bin, geht es weiter und am Ende der Reihe in die letzte Masche ein Stäbchen häkeln. So. Für die zweite Reihe 3 Wände Luftmaschen, einen Umschlag und nun bleiben wir immer über die Kreuzungen. Das heißt, auch hier gehen wir in das zweite Stäbchen, häkeln ein Stäbchen, einen Umschlag, gehen zurück in das erste Stäbchen und häkeln ein Stäbchen. Einen Umschlag, nächste Verkreuzung, erst ins zweite Stäbchen, ein Stäbchen und dann wieder zurück ins erste Stäbchen, ein Stäbchen, so dass immer die Verkreuzungen übereinander bleiben und auch hier bis zum Ende. Und auch am Ende dieser Reihe stechen wir in der zweiten Masche von unten gezählt ein und häkeln das Endstäbchen, so haben wir einen schönen geraden Abschluss. Und so brauchen wir jetzt noch 3 zusätzliche Reihen, so dass wir insgesamt 5 an der Zahl haben. Und wenn ich soweit bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 5 Reihen sieht das Ganze so aus. Ich würde sagen, es ist ein wunderschönes Muster und als nächstes folgt ein Farbwechsel. Und der ist ganz simpel. Ihr nehmt die neue Farbe, zieht diese durch die Schlaufe der alten Farbe, zieht die alte Farbe einfach zu. Dann nehme ich mir das Ganze ganz normal, mache wieder 3 Wände Luftmaschen und bleibe wie gehabt in dem Muster. Als nächstes solltet ihr euch noch im Klaren werden, wie lang euer Pullover werden soll. Messt vom Hals herunter und schaut, wie lang das Ganze ist, um zu wissen, wie viele Farbpartien ihr dafür häkeln müsst. So, und wenn ihr dann etwas gehäkelt habt, könnt ihr die alte Farbpartie abschneiden. Und ich mache mir dann hier mal ein Knötchen rein. Dann löst sich da auch nichts mehr. Und ihr braucht den Faden später einfach nur links und rechts einmal durchziehen und nicht hin und her vernähen. Und spart euch so viel Arbeit. Und jetzt geht es weiter. Reihe für Reihe, wieder 5 Reihen in der neuen Farbe. Und nach diesen 5 Reihen wechsle ich auf die nächste Farbe. Und das mache ich so lang, bis mein Pullover die optimale Länge erreicht hat. Ich häkel hier jetzt als allererstes das Rückenteil, da ich mich am Rückenteil orientieren kann, wo ich nachher den Kragen setzen möchte. Und vor allen Dingen, wie tief der Kragen werden soll, da ich einen V-Ausschnitt häkeln möchte. Dann kann ich die Reihen abzählen und weiß, wie viele Farbpartien ich fürs Vorderteil häkeln muss, bevor ich mit den Abnahmen für den Kragen beginnen kann. So, ab hier heißt es, Reihe für Reihe so weiter häkeln, in jeder 5. Reihe wieder die Farbe wechseln und das so weit, bis ihr eure Maße erreicht habt, die ihr für euch vermessen habt. Und zwar herabgemessen vom Hals herunter, wie lang euer Pulli werden soll, da dies ja der Rücken ist. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Nach 10 Farbpartien habe ich 60 cm Länge erreicht und kann jetzt anhand dieses Rückenteils fürs Vorderteil schon mal schauen, wie viele Farbpartien ich häkeln muss, bis ich den Kragen anfangen muss abzustecken. Ich möchte eine Kragentiefe von 18 cm in etwa haben. Da bin ich dann von einem gut sitzenden Pulli mit V-Ausschnitt ausgegangen. Das wäre dann hier 1 cm in etwa im Grauen. Da ich jetzt dann lieber bei Lila anfange, heißt das, dass ich 3 Farbpartien weniger häkeln werde.
Also beginne ich jetzt noch ein zweites Mal, die gleiche Maschenanzahl, 91 Maschen, und häkel 7 Farbpartien hoch. Und dann sehen wir uns zum V-Ausschnitt wieder. Bis gleich. Nach 7 Farbpartien sieht das Ganze nun so aus. Danach habe ich mein Häkelstück zusammengelegt und mir die Mitte mit 2 Markern markiert. Da ja die Maschenanzahl teilbar durch 2 sind, kam ich auch genau über 2 Verkreuzungen aus, was aber nicht schlimm ist, da wir ja auch hier für beide Seiten jeweils noch ein Endstäbchen benötigen. Da steche ich dann quasi vor dem Marker in die letzte Masche ein. Ich beginne jetzt auf einer Seite mit einer neuen Farbe. Und links und rechts außen bleiben wir ganz normal gerade. Also keine Abnahmen, keine Zunahmen, einfach nur gerade hochhäkeln. Und in der Mitte, da machen wir Schluss bei einer Verkreuzung vor Ende. Also hier häkeln wir jetzt ganz normal rüber bis hierhin. Und lassen eine Verkreuzung aus. So. Und indem wir diese hier jetzt auslassen, machen wir unser Endstäbchen in die Masche vor dem Marker. Und so haben wir dann unsere Abnahme. Und das gleiche gilt dann auch für die nächste Reihe. Wir machen 3 Wendeluftmaschen, wenden und lassen eine komplette Verkreuzung aus. Und häkeln dann über die zweite Verkreuzung eine ganz normale Verkreuzung, wie wir es kennen. Und auch hier dann Reihe für Reihe so weit, wie ihr euren V-Ausschnitt haben möchtet. Wenn ihr aber in der Höhe noch nicht angekommen seid, dann häkelt ihr einfach gerade hoch. Ganz easy von der Abnahme her. So. Und so sieht dann bei mir der erste Träger aus. Ich habe 2 Farbpartien mit Abnahmen bestückt und eine Farbpartie bin ich dann gerade hochgegangen. Und das gleiche jetzt noch auf der Seite. Und wenn ihr alle 4 Teile fertig habt, sollte das so aussehen. Also so vernähen wir es dann später. Und hier habe ich mir jetzt erstmal Vorder- und Rückteil aufeinander gelegt. Ich nehme genauso viele Verkreuzungen, wie mein Träger hergibt, vom Rückenteil. Fixiere mir diese mit den Maschenmarkierern, dass das nicht so verrutscht, und dann können wir das Ganze mit dem Kautstich vernähen. Hier nehme ich den Faden doppelt, damit die Naht schön dicht wird. Mache ein Knötchen am Ende rein und kann damit den Faden leichter fixieren. Und nun gehe ich am hinteren Häkelstück einen halben Zentimeter von links nach rechts durch. Dann lege ich den Faden über nach vorne, steche in Höhe des Fadens von links nach rechts am vorderen Häkelstück ein. Dann wird der Faden wieder nach hinten übergelegt und in Höhe des Fadens am hinteren Häkelstück von links nach rechts eingestochen. Und so bekommt ihr eine wunderschöne flache Naht. Ich zeige euch das noch mal kurz. So. Und so könnt ihr jetzt beide Seiten zusammennähen. So, nachdem beide Träger vernäht sind, sieht es so aus. Eine schöne flache Naht, kaum zu erkennen. Und als nächstes machen wir das gleiche mit unseren Ärmeln. Wir klappen den Ärmel an der Seite, wo wir ihn annähen möchten, zusammen und markieren uns dort auch die Mitte. Und dann können wir die Mitte an der Naht anlegen. Dann können wir uns auch hier links und rechts den Ärmel mit einem Marker fixieren und das Ganze mit dem Kautstich vernähen.
Wenn ihr dann alles vernäht habt, sieht es dann so aus. Dann klappen wir das zusammen, dann sieht es so aus. Und nun vernähen wir noch unterm Ärmel entlang und am Hauptkörper und dann sind wir auch schon fertig und stolzer Besitzer dieses Pullis. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer wichtig. Ich hoffe, dass euch diese kleine, schnelle Anleitung für einen hübschen Sommernetzpulli gefallen hat. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Anleitung. Lasst die Nadeln glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.